Frage Nummer 121. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt 5% Hürde, Zulassungsgrenze, Basiswert, Richtlinie. Die Lösung ist 5% Hürde. Frage Nummer 122. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind frei, gleich, geheim, offen, sicher, frei, geschlossen, gleich, sicher, sicher, offen, freiwillig. Die Lösung ist frei, gleich, geheim. Frage Nummer 123. Was ist in Deutschland die 5% Hürde? Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien, Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen, Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen, Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen. Die Lösung ist Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. Frage Nummer 124. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, der Parlamente der Länder, des Parlaments für Deutschland, des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin. Die Lösung ist des Parlaments für Deutschland. Frage Nummer 125. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben, nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen, im Land bestehende Gesetze beizubehalten, den Armen mehr Macht zu geben. Die Lösung ist, nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. Frage Nummer 126. Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl? Eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde, eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten vor der Bundespräsidentin, eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung, eine Benachrichtigung vom Pfarramt. Die Lösung ist eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde. Frage Nummer 127. Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben, die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können, viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren, die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen. Die Lösung ist, viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. Frage Nummer 128. Parlamentsmitglieder, die von den Bürger und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Abgeordnete, Kanzler, Kanzlerinnen, Botschafter, Botschafterinnen, Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen. Die Lösung ist Abgeordnete. Frage Nummer 129. Vom Volk gewählt wird in Deutschland der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin,
der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, der Bundestag, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. Die Lösung ist der Bundestag. Frage Nummer 130. Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? 1, 2, 3, 4. Die Lösung ist 1.